Hallo meine Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute geht es um ein sehr kontroverses Thema, und zwar: Hat Israel ein Recht auf Gaza und Palästina? Ihr wisst, Israel darf alles. Israel darf Völkermorde begehen. Israel darf Massenaustreibungen machen. Israel darf einfach alles, und die deutsche Regierung nickt alles ab. Das hat mich dazu bewogen, mich überhaupt mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Hat Israel überhaupt ein historisches Recht auf Gaza und Palästina? Wie wurde aus Palästina das jüdische Israel? Nach der Genesis gab Gott an Abraham, dem ersten jüdischen Erzvater, den Befehl: Gehe aus deinem Vaterlande und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Abrahams Gehorsam gegenüber diesem Befehl war der Beginn eines historischen Prozesses, dessen Kulminationspunkt noch immer aussteht und dessen Auswirkungen wir bis heute sehen. Der Auszug der Israeliten in das gelobte Land Kanaans, Palästina, stellte eine Wende in der Geschichte der Menschheit dar. Moses ist eine bedeutende Persönlichkeit in der jüdischen Tradition. Deshalb ist seine Erwähnung in diesem Zusammenhang sehr wichtig. Die drei wichtigsten jüdischen Patriarchen sind Abraham, Isaak und Jakob. Sie sind der Träger einer göttlichen Verheißung, die das Volk Israel, das auserwählte Volk, bilden sollte und die die dauerhafte Inbesitznahme des gelobten Landes. Damit begann der bis heute andauernde Konflikt. Gaza bildete den Mittelpunkt Kanaans, umfasste das westliche Palästina, erstreckte sich nordwärts bis Tyrus und schloss Transjordanien und das Golangebiet im Norden ein, also das heutige Staatsgebiet Israels. Von der gewaltsamen Invasion der israelischen Stämme kennzeichnete eine bunt gescheckte Bevölkerungsstruktur das Land Kanaan. Zudem hatte das Land eine der größten Kulturleistungen der Menschheit hervorgebracht: die Erfindung des Alphabets. Die gewaltsame Okkupation Palästinas durch die Israeliten spaltet die Forscher aber bis heute. Israel-freundliche Wissenschaftler gehen davon aus, dass nomadische und halbnomadische Stämme von Osten her immer weiter in die fruchtbaren Ackergebiete Kanaans vorgedrungen waren, mit der Absicht, sich dort niederzulassen. Die Konstitution der Israeliten in Kanaan wäre also eine langsame Sesshaftwerdung, eine friedliche Infiltration gewesen. Von einer gewaltsamen Invasion könne deshalb keine Rede sein. Andere Forscher widersprechen dieser These vehement. Sie stellen den biblischen Texten archäologische Funde gegenüber und kommen zu einer anderen Bewertung der Landnahme. In ganz Palästina sind inzwischen viele Städte ausgegraben worden, die von Israeliten zerstört worden waren, was freilich von den Gelehrten bis heute bestritten wird, von den jüdischen. Aus den zeltbewohnenden Halbnomaden, die als Halbsklaven des Pharao lebten, wurden nach ihrem Auszug aus Ägypten, dem Exodus, offenbar kriegerische Invasoren, die über Kanaan herfielen. Vorausgegangen war wohl eine religiöse Metamorphose, wie sie durch die Offenbarung am Berge Sinai symbolisiert wird. Freilich schildert die Bibel dies in anderen Worten, aber die Befreiung aus der ägyptischen Knechtschaft und die Wanderung durch die Sinai-Halbinsel in das Land der Verheißung wurde zum Eckpfeiler des israelitischen Glaubens. Die Bibel berichtet über die Invasion Palästinas als vergleichsweise kurze militärische Operation.
an der alle 12 israelitischen Stämme teilnahmen, zunächst unter der Führung von Moses, später dann unter Josua. Heutige Forscher weisen jedoch auf verschiedene Phasen langwieriger militärischer Unternehmungen und komplizierter historischer Prozesse hin und streiten die gewaltsame Besetzung Kanaans und die Zerstörung kanaäischer Städte durch die Israeliten aber keinesfalls ab. Es gibt ja auch zu viele Beweise dafür. Der Tendenz der Bibel, Moses und Josua zum Eroberer fast ganz Kanaans zu machen, wird jedoch widersprochen. Dies wäre in Wirklichkeit das Werk verschiedener Personen und Stammesgruppen in mehreren Eroberungszügen gewesen. Die sogenannten Lea-Stämme, die von Juda angeführt wurden, die Rahel-Stämme unter der Führung des Hauses Josef, die Gad, Ascher, Dan und Naphtali-Stämme, die den Mägden oder Nebenfrauen zugeordnet waren, fielen in Kanaan ein. Viele kanaäische Städte wurden von den Invasoren zerstört. Auf ihren Ruinen entstanden neue israelitische Siedlungen. So wurde beispielsweise Kirjat Arba zu Hebron. Neuere Ausgrabungen bezeugen, dass dann eine intensive israelitische Kolonisierung einsetzte. Aber wie gelang es den halbnomadischen israelitischen Stämmen, die überlegenen kanaäischen Gegner zu überwinden? Auch das habe ich mir angeschaut. Nach Ansicht der Forscher gibt es dafür verschiedene Gründe. Erstens, die von den religiösen und nationalen Eifer erfüllten Invasoren stießen auf eine zersplitterte kanaäische Bevölkerung, die nicht in der Lage war, gegen die Eindringlinge geschlossen Front zu machen. Zweitens, die Israeliten nutzten die Gegensätze zwischen den verschiedenen ethnischen und nationalen Elementen Kanaans geschickt aus, etwa durch Bündnisse und Separatfrieden. Drittens, die spezifische israelitische Methoden der Kriegsführung waren dem Gegner überlegen, etwa ein hervorragender Nachrichtendienst zur Ausspionierung militärischer, wirtschaftlicher und demografischer Informationen. Viertens, durch Raub von Vieh- und Feldfrüchten für die eigenen Truppen wurde dem Feind die Nahrung entzogen. Fünftens, die Israeliten vermieden Frontalangriffe, verließen sich auf Kriegslisten, Täuschungsmanöver und Ablenkungsversuche. Sechstens, sie nutzten topografische Gegebenheiten aus. In der Schlacht Deborahs und Baraks gegen Sisra, der angeblich 900 eiserne Streitwagen besaß, verzögerten die Israeliten den Angriff bis zur Regenzeit, die Jesre-Ebene in unwegsamen Sumpf verwandelte und dadurch die Wagen der Kanaäer manövrierunfähig machte. Doch trotz der militärischen Vorteile gelang es den israelitischen Stämmen zunächst nicht, sich in ganz Palästina auszubreiten. Ihre Ansiedlungen konzentrierten sich auf das Bergland, das durch massive Waldrodungen urbar gemacht wurde. Erst später, als die Bevölkerungszunahme so groß war, dass der Platz im Bergland immer kleiner wurde, dehnten sich die Stämme dann auch in den Ebenen aus. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch, dass vor allem jüdische Wissenschaftler und Forscher bei der Okkupation Palästinas durch die Israeliten von der Landnahme sprechen und nicht etwa von einer Invasion und Besetzung. Also die Israelis haben es ja schon immer gut drauf, bestimmte Begriffe zu verwässern und zu verschleiern. Mein Fazit: Nach den geschilderten Ereignissen ist für mich klar, dass es ein angestammtes historisches Recht der Israelis auf das gelobte Land, sprich Palästina, so nicht gibt. Dieses liegt lediglich in der biblischen Genesis begründet. Ihr könnt darüber diskutieren, ob ihr es ähnlich seht wie ich. Newsletter auf www.michaelgrant.de. Bis zum nächsten Mal.